Verehrte Gäste, wenn Sie jetzt nach links schauen, dort rollt gerade ein Hubschrauber auf die Start- und Landebahn. Der Transporthubschrauber der letzten 40 Jahre, der Heeresflieger der Bundeswehr, nun unter dem Kommando seit dem 2.7. der deutschen Luftwaffe. Die Sikorsky CH-53. Dieser Hubschrauber, der in den Jahren 1972 oder 70 bis 74 an die Heeresflieger ausgeliefert wurde, hat seine Einsatzgebiete früher Europa, aber dann ging es weiter Ex-Jugoslawien, Iran, Irak und auch Afghanistan und hat dort gezeigt, was er in der Lage ist zu leisten. Well, ladies and gentlemen, as they say in England, and now for something completely different. As Gunther was saying, this is the transport helicopter. Very large, very powerful aeroplane. And to be honest with you, you're about to see a house dance, because that's precisely what this display is. It's a very large, very heavy lift helicopter, as I said, the Sikorsky CH-53G. Originally in service with the German Army Aviation, of course Army Aviation, from July last year, becoming part of the Air Force. Die C-53 gehört in die Klasse der schweren Transporthubschrauber. Bis 20 Tonnen Maximalabfluggewicht. Ausgestattet mit zwei Wellentriebwerken, die ca. 4000 Wellen-PS leisten und damit den Hubschrauber eine Geschwindigkeit geben von bis zu 185 Knoten, eine Reisegeschwindigkeit von 120 Knoten und dabei eine Reichweite von 500 Kilometer abdeckt. CH-53, powered by a pair of General Electric T64 7 turboshaft engines, each producing 4,000 horsepower. Gives the aircraft a maximum speed of 185 knots with a cruising speed of 120 knots. Range and internal fuel of 500 kilometres and an all-up maximum weight of 20,000 pounds. I do beg your pardon, 20,000 kilograms or 20 metric tons. Now, I'd like you to remember that as you watch this display, because during this display the aircraft is being stressed up to plus 3G. Now that means you're hanging the equivalent of 60,000 kilograms on a single steel shaft. Now that is an incredible piece of engineering. Ja, wir haben hier jetzt einmal eine enorme Leistung, die die Technik gebracht hat, denn an dem Getriebe dieses Hubschraubers und an diesem drehenden Rotor hängen 20 Tonnen. Und bei 3G entsprechend während eines Flugmanövers hängen über 60 Tonnen. Aber auf der anderen Seite auch der Sechsblattrotor mit 195 Umdrehungen produziert 360 Tonnen Zentrifugalkraft. Geflogen wird dieser Hubschrauber von Max Schröder mit seiner Besatzung, 3-Mann-Besatzung, dem Co-Piloten und noch dem bordtechnischen Offizier dabei. Max Schröder ist Fluglehrer in Bückeburg mit allen Berechtigungen.
die man als CH-53-Pilot überhaupt bekommen kann. Er war unter anderem auch schon im Einsatz in Afghanistan und ist auch heute noch dabei, wenn wir am Wochenende das Übungsprogramm, die kombinierte Vorführung Luftwaffe mit den Jets unter dem Thema Willfire hier am Platz haben werden. Crew of 3 from the Luftwaffe displaying the CH-53 for us today, captained by Matt Schroeder, a helicopter instructor from Buckeberg. He's also seen active service in Afghanistan with the ISAF. Verehrte Gäste, wenn wir jetzt darüber reden, die CH-53 seit gut 40 Jahren, also im Dienst der Bundeswehr, so ist eigentlich auch die Geschichte dieses Hubschraubers noch weitergehend interessant. Denn schon am 11. Oktober 1964 ist die erste CH-53 als S-65-Version der Firma Sikorsky am Himmel gewesen und wurde von den amerikanischen Streitkräften unter anderem in Vietnam als Transporthubschrauber eingesetzt. The original CH-53 first flew on the 11th of October 1964. An immediate success as a heavy transport helicopter, entered service with both the US Army, the US Navy and the US Air Force, was used widely during the Vietnam conflict. Aircraft's fitted with a very large 22-metre diameter rotor, 6-bladed. This can be hydraulically folded, as can the entire rear fuselage and tailplane, to enable it to be stowed very efficiently on board aircraft carriers and helicopter carriers. Dieser Hubschrauber ist mit einer besonderen technischen Anlage versehen. Er wurde vom Grundsatz her konzipiert, um auf Hubschrauberträgern oder Flugzeugträgern eingesetzt werden zu können. Und damit man diesen Hubschrauber sehr platzsparend unterbringen konnte, wurde er mit einem elektrischen Hydrauliksystem noch versehen, mit Elektrounterstützung. Um diesen Hubschrauber, der immerhin eine Weite über 22 Meter bringt, Spannweite des Rotors, und einer Länge von 25 Metern so zu falten, dass er platzsparend auch von den Flugzeugträgern oder Hubschrauberträgern untergebracht werden kann. Dieses System wurde dann auch von den Heeresfliegern bzw. von in der Beschaffung für die deutsche Bundeswehr übernommen. It's particularly wonderful to see a Sikorsky aircraft being displayed here in Berlin, because of course we're honoured by the presence of the son of the founder of Sikorsky, Sergei Sikorsky, son of Igor Sikorsky, who founded the company, making Sikorsky the second oldest aviation company in the world, still trading under the original name. And I think that is a marvellous, marvellous thing to have here in Berlin 2012. Ja, wenn jetzt was Tim gerade sagt, ist eine Besonderheit und eigentlich auch eine besondere Ehre für uns heute hier, dass der Sohn des Gründers der Firma Sikorsky, der zweitältesten Hubschrauber- und Luftfahrzeugentwicklungsfirma, hier am Platz ist und seinen Vater ja hier in diesem Samen vertritt, Igor Sikorsky, der die Grundlagen dafür gelegt hat, dass wir diese hervorragenden Hubschrauber unter dem Namen Sikorsky weltweit immer noch erleben können. So not just the future here at ILA 2012, but also a tremendous sense of tradition and history. Ja, auf diese Art und Weise kommt natürlich die ILA auch zu einem enormen Darstellungsbereich für Tradition und Geschichte der Luftfahrt.
Hat I asked you?